Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School üben wir Rückwärtslaufen. Rückwärtslaufen ist super wichtig für jede Eishockeyspieler, vor allem die Verteidiger, aber auch für Leute, die einfach gern das Eislaufen genießen. Ich zeige euch, wie das geht, die häufigsten Fehler und was man machen kann, um die zu korrigieren. Wenn wir mit dem Rückwärtslaufen anfangen, üben wir es immer zuerst aus dem Stand. Der Rückwärtsschritt sieht wie ein halbes Herz aus. Viele Leute sagen einen C. Ich habe meine Handschuhe ungefähr bei 45 Grad vor mir auf dem Eis gelegt und ich werde Richtung meiner Handschuhe abstoßen und meine Beine unter meine Hüfte wieder bringen. Sieht so aus. Meine Beine gehen genau unter meinen Hüften. Nicht beim Vorwärtslaufen, wo das Bein komplett über die Mittelachse kommt. Wenn ich das machen würde, beim Rückwärtslaufen, zeige euch, was passiert. Wenn ich auf dem Eis wäre, wird dieses Bein anfangen, sich zu drehen. Schaut jetzt, wo mein Hintern zeigt. Nicht in der Richtung, wo ich fahren will. Zweite Sache, die Übung ist vielleicht ein bisschen ungewöhnt für die Hüften. Probiert aber trotzdem nicht nur einfach den kompletten Körper zu drehen. Und das ist nichts anderes als einfach meine Handschuhe anbremsen. Abstoßen 45 Grad, unter meinen Hüften, halbes Herz. Wenn wir das Rückwärtslaufen aus dem Stand gemeistert haben, dann üben wir es meistens mit einem Bein. Das andere Bein bleibt stabil und ich versuche mit meinem Standbein, dass das Standbein immer geradeaus zeigt und sich nicht mitdreht. Ich arbeite viel aus meinen Oberschenkeln, weniger aus den Hüften. Sieht so aus. Wenn man sich wohlfühlt mit nur einem Bein, dann übt man es, wie man normal rückwärts laufen würde, mit beiden Beinen. Die häufigsten Fehler beim Rückwärtslaufen. Fehler Nummer 1. Ich arbeite nicht aus meinen Oberschenkeln und mein Gesäß, sondern wackelig einfach mit meinen Hüften. Sieht meistens so aus. Man kann es verbessern, indem man sich wirklich konzentriert, dass man schön in die Hocke sitzt, wie auf einem Kloschüssel. Die meisten Leute, die zu sehr aus den Hüften arbeiten, machen das, weil sie so gerade stehen, dass sie überhaupt nicht mit ihren Oberschenkeln arbeiten können. Es ist zwar leicht, sich fortzubewegen, wenn ich meine Hüften wackel. Problem ist, ich fahre komplette S-Kurven und habe auch gar keinen Power in meinem Schritt. Fehler Nummer 2 beim Rückwärtslaufen ist, dass ich mich zu seitlich abstoße. Dann passiert häufig, dass meine Kufe hebt sich, ich rutsche weg
und bringt das Bein wieder rein. Sieht so aus. Denkt immer daran, man muss nach vorne abstoßen bei ca. 45 Grad, um sich nach hinten zu bewegen. Zweite Sache ist, wenn ich mich zu weit nach vorne lehne, dann kann ich überhaupt nicht nach vorne abstoßen. Das geht kaum. Meine Beine werden automatisch nach hinten wegrutschen. Wenn ich nach hinten setze, dann ist es viel leichter für mich, meine Beine in die andere Richtung zu bewegen. Hier ist eine kleine Korrektivübung, die ihr machen könnt, um das zu verbessern. Ich nehme meinen Schläger, ich übe in einem Bein, stelle meinen Schläger hier zwischen meine Beine. Es wird sich natürlich ein bisschen komisch anfühlen, aber desto besser meine Technik ist, desto weniger werde ich meinen Schläger spüren. Somit ist gesichert, dass mein Bein eigentlich gar nicht nach hinten bewegen kann. Sieht so aus. Desto mehr ihr nach hinten abstoßen wollt, desto mehr Gegendruck wird euer Schläger ausüben. Natürlich ist es wichtig, dass der Schläger quer steht und nicht so wie ein Hexenbesen, sonst bricht gar nichts. Fehler Nummer 3. Armbewegungen. Beim Vorwärtsfahren müssen wir unsere Arme bewegen, um uns nach hinten zu pumpen. Beim Rückwärtsfahren, erstens, bringt es nicht viel mehr am Schwung. Zweitens, ich kann kein 1 gegen 1 im Spiel so spielen. Das funktioniert gar nicht. Ich brauche meine Arme, um meinen Gegner zu kontrollieren. Und wenn ich rückwärts laufe, bin ich meistens in der Verteidigung. Hand bleibt oben, andere Hand ist auf dem Schläger, Schläger ist auf dem Eis. Und den letzten Fehler ist das ewige Übersetzen. Ich muss, zwar wenn ich meinen Rückwärts Start mache, muss ich übersetzen. Dazu werden wir ein weiteres Video drehen. Aber ich sollte nicht die ganze Zeit den ganzen Bahn entlang so laufen. Vielleicht fühle ich mich schnell dabei, aber ich fahre massive S-Kurven. Ich will immer, wenn ich rückwärts laufe, von Punkt A nach Punkt B so schnell wie möglich laufen und keine Kurven fahren. Auch wenn ich ein 1 gegen 1 spiele als Verteidiger und der Gegner läuft auf mich zu, dann muss ich mich ihm anpassen. Wenn ich zum Beispiel diese Richtung übersetzen würde, dann wird er sich auch diesen Platz nehmen, mehr zur Mitte ziehen und er wird diesen Platz nicht mehr wegnehmen. Ich kann dann nicht mehr in diese Richtung übersetzen, um alles wieder wegzumachen. Deswegen beim Start natürlich ein paar Mal übersetzen, aber nicht, wenn man Schwung aufgenommen hat. Wenn man ein paar Schwierigkeiten hat beim Rückwärtslaufen lernen, vor allem am Anfang ist es etwas schwierig, Schwung aufzunehmen, kann man sich an der Bande stellen und abstoßen. Bin an der Bande, gehe in die Hocke, stoß ab und dann fange ich an zu laufen. Wichtig ist aber trotzdem, dass wenn ich im Gleiten bin, trotzdem versuche, aus meinen Beinen zu pumpen und nicht in das ewige Problem wieder reinkomme, dass es dann so ausschaut. Hüfte wackeln. Also anfangs, wenn ihr euch damit schwer tut, schön abstoßen, aber versucht in der Hocke zu bleiben und mit euren Beinen
zu pumpen. So, das war's zum Rückwärtslaufen bei Marcel's Hockey School. Es ist ein wichtiger Laufskill zu lernen für jede Eislaufbegeisterten, nicht nur die Eishockeyspieler. Ich hoffe, dass das Video euch geholfen hat. Viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.